Wir schauen uns heute ein Bild an, das, auf den allerersten Blick wie ein völlig harmloses Porträt aussieht. Ein bisschen steif vielleicht. Mhm. Aber in Wahrheit ist die Frau auf diesem Bild höchstwahrscheinlich schon seit über einem Jahr tot gewesen. Und zwar, als der Maler überhaupt erst den ersten Pinselstrich gesetzt hat. Ja, das ist Wahnsinn. Absolut. Also, willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Stell dir einfach mal vor, du stehst in so einem abgedunkelten Raum eines Museums. Mhm, genau. Und du betrachtest ein kleines, knapp 82 Zentimeter hohes Gemälde aus dem Jahr 1434. Es zeigt einen Mann und eine Frau, die sich in einem Schlafzimmer an den Händen halten. Auf den ersten Blick wirkt es halt wie ein ganz normales historisches Dokument. Also fast schon ein wenig unscheinbar in seiner, absoluten Stille. Ja, total. Wer da achtlos dran vorbeiläuft, sieht einfach nur zwei Menschen in extrem teuren Kleidern. Aber wenn du eben genauer hinsiehst und vor allem weißt, worauf du achten musst, dann entpuppt sich dieses stille Bild als ein 600 Jahre alter Krimi. Das kann man so sagen, ja? Wir reden hier von einer Szene voller potenzieller Geister, versteckter juristischer Verträge und handfester forensischer Beweise. Die kamen auch tatsächlich erst durch modernste Technologie ans Licht. Genau. Und das ist die Mission unserer heutigen Bildbetrachtung. Wir wollen dieses weltberühmte Gemälde entschlüsseln. Das sogenannte Arnolfini-Porträt von Jan van Eyck. Mhm. Und zwar ganz ohne elitären akademischen Fachjargon. Wir wollen einfach die unglaubliche Geschichte hinter der Farbe verstehen. Und um diese Geschichte zu entblättern, müssen wir paradoxerweise wirklich bei der reinen Oberfläche anfangen. Also der allererste Eindruck, wenn man physisch vor diesem Holzpanel steht, ist diese überwältigende, fast schon unheimliche Illusion von Realität. Ja, es zieht dich förmlich in diesen Raum hinein. Richtig. Und das passiert halt nicht durch Zauberei. Das ist eine extrem bewusste Komposition, die man sozusagen als Geometrie der Macht bezeichnen könnte. Okay, Geometrie der Macht. Das klingt für mich direkt nach einem psychologischen Taschenspielertrick des Malers. Ja, und genau das ist es im Grunde auch. Das Bild wird von strengen, vertikalen Linien dominiert. Betrachte mal die aufrechte, geradezu erstarrte Körperhaltung der beiden Figuren. Mhm. Diese Linien erzeugen so ein sofortiges Gefühl von unerbittlicher Ordnung. Also eine Ordnung, die fast in eine absolute Starre kippt. Verstehe. Aber dann gibt es eben diese diagonalen Fluchtlinien. Etwa die Dielen des Holzbodens oder den Fensterrahmen. Und die reißen den Blick des Betrachters unweigerlich in die Tiefe des Raumes. Direkt auf einen zentralen Fluchtpunkt in der Bildmitte. Und dieser Fluchtpunkt landet genau in diesem seltsamen, runden Spiegel an der Rückwand. Das lenkt unseren Blick also wirklich wie so ein Trichter. Exakt. Aber was diese Geometrie der Macht für mich wirklich ausmacht, ist unsere eigene Position vor dem Bild. Der Fluchtpunkt verrät uns ja unsere eigene Augenhöhe als Betrachter. Mhm, guter Punkt. Und die liegt kurioserweise deutlich unterhalb der Gesichter dieses Paares. Wir blicken also leicht zu ihnen auf, während sie von oben auf uns herabsehen. Ja, das ist ein absolut brillanter Kniff. Dadurch wirken die beiden auf uns sofort dominant, unantastbar und irgendwie überlegen. Wir sind gewissermaßen die Bittsteller im Raum. Genau so ist es. Und diese Dominanz wird noch durch die schiere Masse der Figuren unterstrichen. Die nehmen fast die Hälfte der gesamten Bildfläche ein. Die drücken uns visuell regelrecht an die Wand. Wahnsinn. Aber es ist eben nicht nur die Geometrie, die diesen hyperrealen Eindruck erzeugt. Was Van Eyck hier macht, ist eine echte technologische Revolution. Er war nämlich ein absoluter Meister der Öl-Lasurmalerei. Da muss ich kurz einhaken, weil ich war immer fasziniert von dieser unfassbaren Leuchtkraft. Ja, die ist legendär. Wenn man sich mittelalterliche Temperabilder ansieht, dann wirken die oft flach und matt. Aber dieses Bild leuchtet von innen heraus, als hätte da jemand ernsthaft eine Glühbirne dahinter geschraubt. Das beschreibt es perfekt. Soweit ich weiß, hat Van Eyck diese Technik fast schon perfektioniert. Er hat da winzige Schichten übereinander gelegt, oder? Ja, genau das ist der Schlüssel. Das Geheimnis darunter ist das Bleiweiß. Okay. Er hat zuerst das Holz mit einem hellen Kreidegrund vorbereitet und dann die Flächen mit einer Lokalfarbe untermalt, der extrem viel Bleiweiß beigemischt war. Ah, verstehe. Und darauf legte er dann nicht einfach dicke Farbkleckse, er malte Schicht für Schicht hauchdünne, durchscheinende Ölfarben. Die obersten Schichten haben gar kein Weiß mehr. Das sind reine, transparente Farbpigmente gebunden in Öl.
Okay, das bedeutet also, rein physikalisch, wenn das Licht des Museums auf das Bild fällt, stoppt es gar nicht an der Oberfläche. Richtig. Es durchdringt diese oberen, durchsichtigen Farbschichten wie bei so buntem Kirchenglas. Dann trifft es ganz unten auf diesen hellen, bleiweißen Grund und wird von dort wie von einem Spiegel zurückgeworfen, wieder durch die Farbe hindurch, direkt in unsere Augen. Exakt. In der Kunstgeschichte nennen wir das dann Tiefenlicht. Van Eyck hat im Grunde das High-Definition-Bild des 15. Jahrhunderts erfunden. Das ist ein toller Vergleich. Es gibt diesen Samtstoffen, dem Pelz und der Haut eine Leuchtkraft und Textur, die bis dahin völlig undenkbar war. Und er nutzt diese Farben nicht nur, um zu blenden, er nutzt sie, um das Bild atmosphärisch regelrecht in zwei Welten zu spalten. Ja, das fällt sofort auf, wenn man das Bild mental mal in der Mitte durchschneidet. Versuch das mal, ja? Die rechte Seite, also da, wo die Frau steht, die ist hell, leuchtend und warm. Ihr Kleid ist von einem intensiven Schmaragdgrün, das große Bett hinter ihr knallrot. Die linke Seite hingegen, die Seite des Mannes, die ist erdfarben, dunkel, trüb, fast schon bedrückend schwer. Und diese gezielte atmosphärische Trennung wird später unsere gesamte Interpretation komplett auf den Kopf stellen. Mysterium wird, ist es erst einmal eine gnadenlose Zurschaustellung von Reichtum. Ein ultimativer 15. Jahrhundert-Flex, um ehrlich zu sein. Absolut. Also lass uns das mal aufschlüsseln. Wir wissen, dass es sich bei dem Mann um einen Angehörigen der Arnolfini-Familie handelt. Das waren unfassbar reiche italienische Kaufleute, die in Brücke lebten. Richtig. Und die beiden tragen Kleidung, die förmlich schreit, schaut her, ich besitze eine eigene Flotte. Ja, das tun sie. Er trägt tiefbraunen Samt, ein Wams aus gemusterter Seide und einen schweren, dunklen Pelzbesatz. Und sie ertrinkt fast in so einem gigantischen grünen Wollkleid. Das ist am Rand noch mit feinstem weißen Hermelinfell abgesetzt. Und grün war damals eine der teuersten Farben in der Herstellung überhaupt. Wahnsinn. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Wenn du auf dem Bild aus dem winzigen Fenster auf der linken Seite schaust, dann siehst du draußen einen Baum stehen. Ein Kirschbaum. Und zwar ein Baum, der gerade reife, rote Früchte trägt. Exakt. Es ist also ganz offensichtlich mitten im Sommer. Und die beiden stehen da in schwerster, mit Pelz gefütterter Winterkleidung im Raum. Ja, das ist völlig absurd. Das erinnert mich total an einen modernen Influencer. Der steht bei 30 Grad im Hochsommer am Strand von Dubai, eingepackt in einen sündhaft teuren Designer-Wintermantel und mit einer fetten goldenen Uhr am Handgelenk, nur um zu zeigen, seht her, ich kann mir diesen Luxus einfach leisten. Die Analogie passt wirklich perfekt. Es geht in diesem Raum keine Sekunde um Bequemlichkeit oder einen normalen Alltag. Es geht um puren, ungefilterten Status. Ja, das merkt man. Alles in diesem Raum ist ein Werkzeug aus diesem Status-Demonstrationskatalog. Schau dir mal die Orangen an, die da scheinbar völlig achtlos auf der Truhe und dem Fensterbrett liegen. Wir sind im Flandern des 15. Jahrhunderts. Orangen wuchsen da sicher nicht im Garten. Die mussten extrem aufwendig und vor allem teuer aus dem Süden Europas importiert werden. Wahnsinn. Und dieses riesige rote Himmelbett mitten im Raum, das stand dort in der Regel nicht primär zum Schlafen. Das war ein Empfangsraum. Man empfing Gäste und signalisierte durch diese massiven Mengen an teuren Textilien einfach, ich bin wer. Okay, also wenn wir festhalten, dass dieser Kaufmann ein absoluter Angeber ist, der mit Pelz im Sommer und importierten Früchten flext, warum lässt er sich dann in so einer intimen, steifen, fast schon feierlichen Pose malen? Eine sehr gute Frage. Ich meine, er hält ihre Hand, erhebt die andere, als würde er schwören. Das passt doch irgendwie gar nicht zu so einem reinen Protzbild. Nee, eigentlich nicht. Und das führt uns direkt zur klassischen Theorie, die über ein Jahrhundert lang die Kunstgeschichte unangefochten dominiert hat. Ist dieses Gemälde in Wahrheit ein geheimer Hochzeitsvertrag? Genau. Und die Idee eines gemalten Vertrags macht plötzlich all die kleinen, seltsamen Details total greifbar. Betrachten wir zum Beispiel den Handgriff mal genauer. Okay. Er hält ihre rechte Hand, aber er nutzt dafür seine linke Hand. Das wirkt anatomisch merkwürdig und fast etwas ungelenk. Ja, man muss sich selbst fast verrenken, um das nachzustellen. Warum macht er das? Im Kontext des 15. Jahrhunderts wurde diese spezifische Geste oft als Zeichen für eine sogenannte morganatische Ehe gedeutet. Was genau bedeutet das? Eine Ehe zur linken Hand. Brügge war damals eine absolute Metropole des Handels.
Die Gesellschaft war streng hierarchisch. Hm. Ein Kaufmann aus einer elitären Familie heiratete hier vielleicht eine Frau aus einem etwas niedrigeren Stand. Durch diese spezifische Form der Eheschließung würde sie und auch ihre zukünftigen Kinder auf weitreichende Erbrechte verzichten. Um das Vermögen der Familie nicht zu zerstreuen. Ganz genau. Gleichzeitig wäre sie durch ihn finanziell extrem gut abgesichert. Es ist also ein sehr pragmatischer Deal. Und seine rechte Hand hat er auf Brusthöhe gehoben, die Finger gestreckt. Das sieht extrem nach einem formellen Schwur aus. Er leistet einen Eid? Ja, das ist die klassische Deutung. Und die Frau? Viele Betrachter denken sofort, okay, die ist hochschwanger. Sie hält sich diesen riesigen Bauch, als würde die Fruchtblase gleich platzen. Ja, das ist ein sehr häufiger Irrtum. Es handelt sich hierbei definitiv nicht um eine Schwangerschaft. Das ist schlichtweg die exzentrische Mode der Spätgotik. Echt jetzt? Nur Mode? Ja, sie trägt eine solch absurde, unpraktische Menge an schwerem Stoff, dass sie diesen vorne vor dem Bauch zusammenraffen muss, nur um überhaupt einen Schritt tun zu können. Ach, krass. Dieser gebauschte Stoff vor dem Leib war ein absolutes Statussymbol. Wer so viel Stoff raffen konnte, hatte Unmengen an Geld für Textilien ausgegeben. Natürlich schwingt bei so einer Hochzeitsszene immer der symbolische Wunsch nach Fruchtbarkeit mit. Aber die Silhouette selbst ist reine Mode. Wenn man jetzt durch diese Vertragsbrille schaut, wird der ganze Raum wirklich zu einem juristischen Minenfeld voller Symbole. Definitiv. Nehmen wir den winzigen Hund im Vordergrund. Der ist ja sicher nicht da, weil sie einfach Haustiere mochten. Der Hund galt über Jahrhunderte als das ultimative Symbol für eheliche Treue, oder? Richtig, Fides. Und wir finden noch mehr. Mhm. Beide haben ihre Holzschuhe, ihre Pantinen, scheinbar völlig achtlos auf den Boden geworfen. Ein Verweis aus das Alte Testament: Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Okay. Das profane Schlafzimmer wird durch das Sakrament der Eheschließung zu einem sakralen Raum erhoben. Mein absolutes Lieblingsdetail für diese Theorie ist ja dieser pompöse Kronleuchter aus Messing an der Decke. Oh ja. Es ist helllichter Tag, das Sommerlicht fällt durchs Fenster, aber im Leuchter brennt exakt eine einzige Kerze. Das wurde extrem lange als das allsehende Auge Gottes interpretiert, das von oben herab diesen Bund fürs Leben bezeugt. Ganz genau. Und es gibt sogar eine winzige, geschnitzte Holzfigur an der Stuhllehne neben dem Bett. Die heilige Margareta. Die Schutzpatronin der Schwangeren und Gebärenden. Es baut sich zu einer in sich geschlossenen, perfekten Erzählung auf. Der absolute Höhepunkt dieser Vertragstheorie hängt jedoch an der Wand, der konvexe Spiegel. Ja, das ist das Meisterstück des Bildes. Das ist der Moment, wo das Bild für mich komplett irre wird. Wenn man ganz nah an das Panel herangeht und in diesen winzigen Spiegel schaut, sieht man das Paar von hinten. Mhm. Aber man sieht noch mehr. Man erkennt, dass in der Tür des Zimmers, die uns Betrachtern eigentlich im Rücken liegt, zwei winzige Figuren stehen. Die betreten in blauer und roter Kleidung den Raum. Und das sind, nach dieser Theorie, die unverzichtbaren Zeugen dieser Eheschließung. Ohne Zeugen kein gültiger Vertrag. Und direkt über diesem Spiegel, wirklich prominent in die Mitte der Wand geklatscht, steht in einer extrem verschnörkelten, fast schon juristisch wirkenden Schrift auf Latein: Johannes de Eyck fuit hic 1434. Jan von Eyck war hier. Genau. Das ist doch keine normale Signatur eines Künstlers da unten im Eck. Das ist die Unterschrift eines anwesenden Trauzeugen. Dieses Bild ist also buchstäblich eine visuelle Heiratsurkunde. Eine wunderschöne, intellektuell total befriedigende Theorie, die Kunsthistoriker geliebt haben. Das Problem ist nur, sie beginnt zu bröckeln, wenn man aufhört, Symbole zu jagen und sich den Raum einfach mal als physischen Ort ansieht. Ja, und genau da muss ich jetzt massiv einhaken. Wenn dieses Bild ein so striktes juristisches Dokument sein soll, das die Realität exakt und verbindlich festhält, warum ist die Physik dieses Raumes dann komplett verrückt? Was genau stört dich dann an dem Raum? Ehrlich gesagt fast alles. Also wenn die beiden Figuren normale menschliche Proportionen haben, dann ist dieser Kronleuchter gigantisch. Der müsste eigentlich gefährlich tief in die Köpfe der beiden hineinragen. Stimmt. Dann gibt es in diesem riesigen Zimmer keinen Kamin, obwohl sie beide dicken Winterpelz tragen. Das Bett im Hintergrund ist proportional viel zu kurz für normal gewachsene Erwachsene. Und dieser Spiegel ist unverhältnismäßig riesig für die damalige Handwerkskunst.
Ja, das passt alles nicht. Wenn das ein notarieller Vertrag sein soll, warum lügt der Maler uns dann über die Beschaffenheit der Realität der Maßen an? Das ist der Wundepunkt. Genau diese eklatanten Unstimmigkeiten haben moderne Kunsthistoriker dazu gezwungen, das Bild nicht mehr nur mit den Augen der Philosophie zu betrachten, sondern mit der harten Methodik der forensischen Wissenschaft. Und das bringt uns zur Infrarotreflektographie. Okay, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, lass uns kurz klären, was das überhaupt ist. Wie durchleuchtet man ein 600 Jahre altes Gemälde? Also, Ölfarbe hat eine faszinierende Eigenschaft. Über die Jahrhunderte hinweg wird sie für bestimmte Wellenlängen des Lichts, wie eben Infrarot, minimal transparent. Ah, okay. Stell dir vor, die Farbschichten verhalten sich unter Infrarotlicht fast wie so leicht milchiges Glas. Das Licht geht durch die Farbe hindurch, aber es prallt unten auf dem Grund ab. Und zwar an allem, was kohlenstoffhaltig ist, wie Kohle oder Graphit. Verstehe. Das Licht macht also die allererste Skizze, die sogenannte Unterzeichnung des Künstlers, direkt auf dem Holz für uns sichtbar. Wir sehen also das, was Jan van Eyck dachte und zeichnete, bevor er auch nur einen einzigen Pinsel mit Farbe berührte? Exakt. Und was da unter der Oberfläche liegt, reißt im Grunde die ganze schöne Theorie von der perfekten Heiratsurkunde in Stücke. Das Ausmaß der Abweichungen zwischen der Skizze und dem fertigen Bild ist wirklich atemberaubend. Nehmen wir mal den Hund. Dieses ultimative, angeblich unverrückbare Hauptsymbol für eheliche Treue. Ja. Die Infrarotscans zeigen etwas Unglaubliches. In der ursprünglichen Skizze gab es gar keinen Hund. Warte. Das heißt also, er plant dieses hochkomplexe juristische Meisterwerk, zeichnet alles minutiös vor, malt den kompletten detaillierten Holzboden, lässt ihn trocknen und dann denkt er sich plötzlich, ach, da fehlt noch ein Treuesymbol. Schlimmer noch, es zerstört halt wirklich die Idee vom perfekt durchgeplanten Genie. Er hat den Hund buchstäblich in der allerletzten Phase direkt über die bereits fertig getrockneten Fußbodendielen gemalt. Unglaublich. Die Infrarotaufnahmen zeigen uns sogar den Moment seiner Entstehung. Man findet im Schatten der Hundepfote einen winzigen, echten Fingerabdruck von Jan van Eyck. Nein, ernsthaft? Ja. Er hat mit seinem bloßen Finger über die noch nasse Farbe gewischt, um den harten Schatten auf dem Boden einfach etwas weicher zu machen. Das ist ja wie ein Tatortfoto aus dem 15. Jahrhundert. Da ist buchstäblich die DNA des Malers im Bild. Aber es ist ja nicht nur der Hund, der in der Skizze fehlt, oder? Richtig. Die abgelegten Holzschuhe, die uns angeblich verraten, dass der Boden heilig ist, waren in der Skizze nicht da. Krass. Der riesige, messerne Kronleuchter mit der einzelnen Gotteskerze fehlte komplett. Das wurde alles nachträglich eingefügt. Das ist ja so, als würde ein Filmregisseur mitten am Set improvisieren und sagen, hey, die Ecke da vorne sieht im Kamerabild total leer aus, stell da mal noch einen Hund hin und häng eine Lampe an die Decke. Genau so wirkt es. Es ist ein kompositorischer Trick, kein uraltes heiliges Gesetz. Und er hat ja nicht nur Gegenstände hinzugefügt, er hat regelrecht plastische Chirurgie an den Menschen vorgenommen, oder? Oh ja. Der Mann auf dem Bild hat sich im Laufe des Malprozesses massiv verändert. In der Unterzeichnung sah sein Gesicht deutlich eigenartiger aus. Sein Kopf war größer, die Gesichtszüge hingen tiefer, die Augen starrten in eine komplett andere Richtung. Aha. Van Eyck hat ihn nachträglich geschönt und idealisiert. Er hat auch die Füße verschoben. Aber der absolut massivste Eingriff betrifft die Hände. Dieser Handgriff, der den ganzen juristischen Schwur tragen soll. Genau der. In der ersten Skizze hielten sie sich die Hände ganz anders, viel frontaler und distanzierter. Van Eyck hat die Haltung nachträglich so verändert, dass die rechte Hand des Mannes nun diese leicht einladende Geste zu den Personen im Spiegel macht. Und die andere Hand? Und seine linke Hand umschließt die Hand seiner Frau jetzt viel fester, fast schon krampfhaft und intim. Der Spiegel selbst hatte in der Skizze übrigens nur 8 einfache Holzsegmente. Im fertigen Bild sind es dann 10, minutiös gefüllt mit winzigen Szenen aus der Passion Christi. Also, wenn sich all diese Symbole für Verträge und Eide als spontane Ergänzungen herausstellen, was bleibt dann noch übrig? Gute Frage. Wer sind diese beiden Menschen wirklich, wenn sie hier vielleicht gar nicht heiraten? Das bringt uns jetzt zur unheimlichsten, aber irgendwie auch emotional tiefgreifendsten Theorie von allen, die Geistertheorie. Ja.
Hier verlassen wir die Welt der reinen Bildinterpretation und stoßen hart auf historische Akten. Über 100 Jahre lang war die Kunstgeschichte absolut sicher, der Mann auf dem Bild sei Giovanni di Arrigo Arnolfini. Mhm. Aber in den 1990er Jahren sitzt ein Forscher in den Archiven und wühlt sich durch staubige Dokumente. Und er findet die echte, beglaubigte Heiratsurkunde genau dieses Mannes. Und dieses unscheinbare Stück Papier erschüttert dann die gesamte Kunstwelt. Es belegt nämlich zweifelsfrei, dieser Arnolfini und seine Frau haben erst im Jahr 1447 geheiratet. Richtig. Das ist 13 verdammte Jahre, nachdem Van Eyck 1434 war hier, an die Wand geschrieben hat. Da bricht ein ganzes Kartenhaus zusammen. Das Bild kann also unmöglich ihre Hochzeit zeigen. Kleidern. Historiker sind sich heute sicher, dass es sich um seinen Cousin handelt, der in Brügge lebte. Giovanni di Niccolao Arnolfini und dessen Frau Costanza Trenta. Mhm. Und jetzt kommt der düstere, herzzerreißende Twist an der Geschichte. Wir kennen das Todesdatum von Costanza Trenta. Sie starb im Jahr 1433. Das bedeutet, sie war bereits ein volles Jahr tot, bevor dieses Gemälde mit dem Datum 1434 überhaupt datiert wurde. Das ist so irre. Wir betrachten hier also keine glückliche Braut. Wir betrachten eine Tote. Das ist gar kein Hochzeitsfoto, es ist ein posthumes Denkmal. Ja. Es erinnert mich stark an diese makabere viktorianische Postmortem-Fotografie aus dem 19. Jahrhundert. Damals hat man Verstorbene ja noch einmal gewaschen, in ihre feinsten Kleider gesteckt und für ein allerletztes Erinnerungsbild auf einen Stuhl gesetzt. Genau, weil man oft kein anderes Bild von ihnen hatte. Richtig. Nur passiert das hier als unfassbar teures, illusionistisches Meisterwerk in Öl. Die Frau in dem leuchtend grünen Kleid ist buchstäblich ein Geist. Und wenn man sich traut, das Bild durch diese düstere Linse zu betrachten, dann ergibt jedes noch so kleine Detail plötzlich einen völlig anderen tragischen Sinn. Gehen wir die Beweise für diese Theorie mal durch. Erinnere dich an den riesigen Kronleuchter. Ja, wir sprachen ja von der einen brennenden Kerze. Genau. Schau dir den Leuchter jetzt mal ganz genau an. Über dem Kopf des Mannes brennt eine Kerze. Hell, klar und aufrecht. Das Symbol für das Leben, das noch weitergeht. Mhm. Aber direkt über dem Kopf der Frau gibt es ebenfalls eine Halterung im Messing. Und dort steckt eine Kerze, die bis auf einen winzigen Stummel komplett heruntergebrannt ist. Man sieht sogar noch das kalte Wachs am Rand herabtropfen. Oh, wow. Ihr Licht ist erloschen. Da bekomme ich wirklich Gänsehaut. Was passiert mit den anderen Symbolen? Was ist mit dem Hund, der ja nachträglich hinzugefügt wurde? Die Treue-Theorie ist damit völlig hinfällig. Wenn wir in die Antike schauen, auf römische Sarkophage, die dienten ja für Künstler der Renaissance oft als Vorbilder. Dort sind Hunde extrem häufig an den Füßen von verstorbenen Frauen abgebildet. Ah, ich verstehe. Sie dienten als treue Begleiter und Wächter, die die Seele sicher durch die Dunkelheit in die Unterwelt führen sollten. Und wo steht der Hund in unserem Bild? Er steht nicht in der Mitte. Er steht auf ihrer Seite, viel näher an ihren Füßen. Und plötzlich ergibt auch das, was du vorhin über die atmosphärische Spaltung gesagt hast, vollkommen Sinn. Exakt. Die linke Hälfte des Mannes mit seinem dunklen Pelz und dem trüben Licht. Es ist die Farbe der Trauer, der tiefen Melancholie, des einsamen Zurückbleibens in der physischen Welt. Ja. Und ihre rechte Hälfte, das leuchtende Grün, das strahlende Rot. Sie repräsentiert die verklärte Erinnerung, das Licht des Lebens, das eben nicht mehr da ist. Es passt alles perfekt zusammen. Und wir müssen uns den veränderten Handgriff noch einmal ansehen. Die forensische Analyse hat ja gezeigt, dass er nachträglich enger gemalt wurde. Mhm. Wenn das hier kein formeller Ehedeal ist, dann sehen wir vielleicht einfach den Versuch eines unfassbar trauernden Ehemannes, die Hand seiner sterbenden Frau festzuhalten, während sie ihm buchstäblich entgleitet und in die andere Welt hinübergleitet. Wahnsinn. Ich würde sogar noch weitergehen. Wenn man ganz genau hinschaut, gibt es da ein winziges, extrem makabres Detail im Hintergrund. Direkt neben ihren Händen gibt es kleine Holzschnitzereien an den Möbeln. Ah ja, die Figuren. Auf seiner Seite sehen wir normale Verzierungen. Aber genau auf ihrer Seite, direkt neben dem Arm der Frau, ragt ein bedrohlicher Wasserspeier. Ein sogenannter Gargoll aus dem Holz. Ja. Ein klassisches Symbol für Unheil, Dämonen oder den nahenden Tod. Er lauert buchstäblich schon auf sie. Diese Interpretation raubt einem wirklich den Atem. Sie verwandelt einen steifen, bürokratischen Vertrag über Erbrechte und Geld in eines der intimsten, verletzlichsten und traurigsten Liebesbilder der gesamten Kunstgeschichte. Absolut. Eine Frau,
die als Geist in den Raum zurückkehrt. Vielleicht um ihren Mann ein letztes Mal anzusehen. Vielleicht um Gebete für ihre Seele zu erbitten. Was für ein wilder Ritt. Lass uns kurz durchatmen und zusammenfassen, wo wir eigentlich stehen. Gute Idee. Wir sind gestartet bei einem neureichen Paar, das im Sommer mit extrem teurem Pelz und importierten Orangen angibt. Dann sind wir tiefer gegangen, hin zu einem geheimen, hochsymbolischen Ehevertrag. Von dort haben wir durch die forensische Infrarotanalyse der Pinselstriche gelernt, dass viele angebliche Symbole reine kompositorische Improvisation waren. Und gelandet sind wir schließlich bei einem herzzerreißenden Totengedenken an eine verstorbene Ehefrau. Und das wirft die entscheidende Frage auf. Warum machen wir uns die Mühe, das heute noch so intensiv zu diskutieren? Warum ist das für dich relevant, wenn du durch ein Museum gehst? Ja, warum? Weil es uns etwas Fundamentales über uns selbst zeigt. Meisterwerke der Kunst sind niemals starr. Die Pigmente auf dem Holz verändern sich nicht, aber wir verändern uns. Das stimmt. Jede Generation betrachtet Kunstwerke durch die Linse ihrer eigenen Zeit, ihrer eigenen Ängste und vor allem ihrer eigenen Werkzeuge. Die Gelehrten der 1930er Jahre waren besessen von starren Regeln, von Symbolik und Texttreue. Also sahen sie einen bindenden Vertrag. Logisch. Unsere heutige Generation hat Infrarottechnologie und digitalisierte Archive. Wir suchen nach Brüchen, nach Dynamik, nach der menschlichen emotionalen Wahrheit hinter den Farbschichten. Das Bild ist eigentlich wie dieser konvexe Spiegel an der Rückwand. Es wirft uns unsere eigene Art zu denken zurück. Das ist wirklich ein perfektes Schlussbild. Und genau dazu möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch ein kleines, provokantes Gedankenexperiment mit auf den Weg geben. Oh, da bin ich gespannt. Stell dir vor, du stehst genau jetzt in deinem eigenen Wohnzimmer. Du hast vermutlich nicht perfekt aufgeräumt, du trägst bequeme Kleidung. Du stehst vor deinem Flurspiegel und ein genialer Maler hält genau diesen einen flüchtigen, unordentlichen Moment fotorealistisch für die absolute Ewigkeit fest. Okay. In 600 Jahren stehen dann Kunsthistoriker mit Infrarotscannern vor diesem Bild und sie versuchen verzweifelt, den tiefen Sinn deines Lebens zu entschlüsseln. Oh je. Welche völlig banalen Alltagsgegenstände, die jetzt gerade achtlos um dich herum liegen, also ein vergessenes Handyladekabel, eine halbleere Kaffeetasse, ein einzelner Schuh, der da im Weg liegt, welche davon würden diese zukünftigen Historiker als tiefgründige, hochkomplexe Symbole für den Zustand deiner Seele deuten? Das ist eine großartige Vorstellung. Also, Sie würden das weiße Ladekabel auf dem Boden vermutlich als die abgerissene Nabelschnur zur digitalen Matrix deuten. Ja, total. Ein Symbol für deine Isolation in der Moderne? Genau, ein Sinnbild für den Schmerz der Generation. Obwohl du am Ende einfach nur zu faul warst, aufzuräumen und das Kabel in die Schublade zu legen. Eben. Und vielleicht, nur vielleicht, stand Jan van Eyck im Jahr 1434 vor seinem fast fertigen Holzpanel, kratzte sich am Kopf und dachte sich einfach nur, weißt du was, ich male da jetzt noch einen kleinen Hund hin. Der Boden sah mir irgendwie zu leer aus. Das ist sehr gut möglich. Und zack, hat er uns für ein halbes Jahrtausend beschäftigt. Ja, manchmal ist ein nachträglich gemalter Hund eben einfach nur ein Hund, der die Farbe im Boden brechen soll. Aber selbst wenn es wirklich so simpel war. Dieser kleine, improvisierte Hund wacht bis heute über eine Welt, die im Halbdunkel zwischen Leben und Tod verschwindet. Er steht da als ewiger Wächter auf einem Bild, das wir wie eine zittrige Linie auf einem Röntgenbild betrachten. Fasziniert von dem Versuch, etwas zu dechiffrieren, das vielleicht nie ganz aufgelöst werden soll. Bleib neugierig.